Herzlich willkommen bei Sportsman Tactical. Heute filme ich mal aus einer ganz anderen Perspektive und zwar von hinter der Kamera. Nicht, weil ich mich hinter der Kamera verstecken möchte oder vielleicht muss, aber ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Das ist die DJI Nano und die möchte ich ganz einfach testen, sehen, wie die Perspektive ist und ja, wenn sie gut ankommt, dann werde ich sie noch öfters benutzen. Aber in diesem Video geht es heute um Griffschalen. Griffschalen für die Steambow Messerserie. Und zwar, wie kann ich Griffschalen herstellen, die mich eigentlich fast nichts kosten, aber trotzdem eigentlich ausreichend sind. Das hier sind die Originalen und das hier ist die schnelle, selbstgebaute Variante. Diese Griffschalen habe ich aus dem billigsten Bastelholz gemacht, das man im Bastelladen bekommen kann. Nichts Besonderes. Und was hat mich das Ding gekostet? Für so ein kleines Stück hat mich das vielleicht 1 Euro gekostet. Das war's. Ganz einfach die alte nehmen, drauflegen, anzeichnen und ausschneiden. Macht's nicht wie ich. Ich habe das Teil schnell gemacht mit einem groben Blatt in der Stichsäge drin. Das sieht man auch hier mit Klebeband, die Ausfranzungen ohne Klebeband. Hier an der Ecke sieht man auch, da ist ein Stück, also ein Layer ist da weggebrochen gewesen. Und hier auch, also nichts Wildes, es ist nur zum Zeigen, dass man so ein Teil ganz schnell machen kann. Ihr braucht dafür einfach nur dieses Bastelholz, ihr braucht eine Stichsäge und vielleicht eine Feile und Schleifpapier. Das war's und das Ganze dauert 10 Minuten und ihr habt ganz einfach Griffschalen. So, ich möchte euch mal sagen, was nötig ist oder was braucht man eigentlich? Aus was muss eine Griffschale denn sein? Also eine Griffschale, es gibt Originale auch von Steambow oder auch allgemein. Ich habe hier mal noch dieses hier, das hat mir ein Kunde mal gemacht. Er macht selber die Messer, ist auch noch scharf. Man kann hier auch schön rasieren. Aber die Griffschale, um die geht's. Diese hier ist aus Holz und Epoxidharz zum Beispiel. Dann haben wir hier noch ein hochwertiges CRKT Knife. Also das ist das M14. Die Griffschalen hier, wenn man sieht, die sind aus G1, das heißt Glasfaser mit Kunststoff. Ja, also, und das ist schon ein hochwertiger Hersteller und das sind sehr hochwertige Griffschalen. Also man braucht eigentlich nicht mehr. Also, und das ist sehr billiges Holz. Was jetzt absoluter Overkill wäre jetzt, wenn man Materialien benutzen würde, die aus der Raumfahrt kommt. Also das ist einfach Overkill und ja, ist nur unnötig teuer. Also von dem her verstehe ich das nicht. Weil andere Dinge, die sind genauso Griffschale. Und was muss eine Griffschale aushalten? Die muss gut in der Hand liegen, relativ stabil sein, dass man auch mal was machen kann. Ich kann hier zum Beispiel diesen Stock nehmen. Ich kann hier mal einmal euch das vorführen. Das hat ja nichts eigentlich mit der Griffschale zu tun. Das hat ja eigentlich nur mit dem Messer zu tun, ob es scharf ist oder nicht. Das kann man hier wunderbar auch zum Spalten nehmen. Das geht auch durch. Ohne Probleme. Habt ihr absolut kein Problem damit. So, dann kann ich auch hingehen. Hau ich mal diese Ecke hier. Die haue ich jetzt hier in das Holz. Das hier ist trockenes Holz. Also ich würde ja das Video echt verfälschen, wenn ich morsches Holz nehme oder ein durchgenässter Baumstamm. Also da wär ja das Video echt für den Arsch eigentlich, ne? Da würde ich das Video wirklich verfälschen. Das mache ich nicht. Ich zeige euch hier ehrliche Tests. So, der ist ein bisschen unbequem, aber jetzt hauen wir hier mal drauf. Passiert halt nichts. Nichts passiert. Hier minimal, aber fast gar nichts. Man muss beachten, das ist billiges Plywood. Da ist nichts. Bisschen Dreck, bisschen Späne hier, aber mehr passiert nichts. Warum passiert hier nicht viel? Ganz einfach, weil das ein komplettes Stück ist und dieser Nuppel hier ist einfach schon dran. Da kann nichts passieren. Ich kann das auch hier irgendwo reinhauen. Ja, da wird nicht viel passieren. So,
Da wird nicht viel passieren. Man sieht es auch hier. Minimal, die spitze Ecke ist ein bisschen weg, aber das war es auch schon. Da brauche ich aber auch kein fettes Material. Wenn ich hier das hier reinramme, da passiert sowieso gar nichts. Schade ums Messer, wenn ich den Test jetzt hier mache. Aber da passiert einfach gar nichts. Da passiert absolut gar nichts. Null. Ich zeige es auch mal sehr von nahem, damit ihr auch sehen könnt. Ich hoffe, man sieht es, dass da einfach gar nichts dran ist. So. Genau, also wie gesagt, ich brauche nichts, wo irgendwo im Space, im Weltall benutzt wird. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja, und wie gesagt, genau, ich wollte noch testen. Ich wollte jetzt hier noch an der Seite draufhauen, so. Das ist ein morscher Holz. Okay, dann nehmen wir halt den. So, da passiert nichts. Da haue ich auf die Schale drauf. Hier passiert nichts. Bisschen verrutscht, weil ich es noch nicht festgeschraubt habe. Genau, das kann man noch festschrauben. Nicht, dass man denkt, dass ich hier was schummel oder sowas. So. Und jetzt hauen wir dann nochmal drauf. So schräg, so. Es geht ja auch um die untere Kante. Ich hau da mal drauf, da mal drauf. Ihr seht hier, da passiert nichts. Ich kann draufhauen, wie ich will. Klar, dadurch, dass es halt ein weiches Holz ist, hat man hier halt dann kleine Rillen, das schleift man wieder weg und dann ist die Sache wieder gut. Ja, genau, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Wie gesagt, ihr braucht kein überteuertes Material da nehmen oder sonst was. Das ist jetzt etwas zu weich, wenn, dann würde ich vielleicht anderes Holz nehmen, ein Hartholz eventuell. Das ist sehr, sehr gut, ist zwar ein bisschen schwerer zu schneiden, wenn ich jetzt denke, hier, ich habe hier ein schönes Stück Olivenholz, das ist schönes Hartholz, aus dem kann man richtig geile Griffe machen, also super gut und das hält zu 1000%, da geht sowieso gar nichts kaputt, weil das ist Olivenholz, da könnt ihr draufkloppen, da geht vorher dieses Teil kaputt, passiert nichts, also achtet darauf, dass ihr da Hartholz nehmt. Und ja, wie gesagt, das war heute ein kurzes Video, andere Perspektive und ja, es geht mal um die Griffschalen. So könnt ihr, wie gesagt, ganz, ganz billig Griffschalen herstellen. Ihr könnt auch das Vesperbrett von der Küche klauen und daraus Griffschalen bauen. Das hält auch sehr gut, weil das ist oft auch aus Olivenholz. Könnt ihr die alte Bretter nehmen und schneiden und dann könnt ihr schöne Griffschalen machen. Nicht so wie das jetzt, weil wie gesagt, das ist jetzt Playwood. Aber was ich euch noch zeigen wollte, genau die Kunststoff Griffschalen, die Originalen von Steamboat. Ich meine gut, ich nehme das jetzt mal auseinander. Dann seht ihr auch, dass das ein ganzes Teil ist. Upsala, ich habe ja schon mal ein Video gemacht. Hier, also da ist nichts Wildes dran. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal welche machen. Gar kein Problem. Die ein bisschen schöner aussehen. Und werde die machen. So, welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen mal die. Die braunen, die sehen ganz cool aus, glaube ich. Ne, warte mal. Ich wäre für die hier. So. Da möchte ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das sind die Originalen von Steamboat. Und die funktionieren genauso gut und die gehen genauso wenig kaputt. Also und ich weiß nicht, was Steamboat da für einen Kunststoff nutzt, aber ich denke jetzt mal nicht, dass es ein überteuerter Weltraumschrott ist. Ist ja gar kein Problem. So. Allerdings, das Messer ist halt auch gemacht für richtige Griffel, nicht für zarte Fingerchen, weil bei zarte Fingerchen fällt gerne oder rutscht gerne mal das Messer weg, wenn man draufhaut. Aber ja, ist ja nicht. Hier, mir fällt das Messer nicht weg, einfach so. So, jetzt haue ich hier mal drauf. So, da ist nichts. Das ist stinknormaler Kunststoff. Passiert gar nichts. Also da seht ihr, ihr braucht nichts Wildes haben für Griffschalen. Naja, so. Und daran erkennt man auch, dass dieses Holz eigentlich relativ
im Kern. Ich hau hier im Kern rein und ich hau nicht hier, wenn ich es hier reinhau, klar, weil das ist auch mal nass gewesen. Aber da passt halt die Klinge so rein, ja. Und deswegen hau ich es auch im Kern rein, da geht es nicht so weit rein. Ja, das war's, alles klar. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns. Bis dann.